Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch in diesem Moment, aus diesem Moment heraus, die Entfaltung zu ermöglichen, die ihr ermöglicht durch euer Erlauben, die du ermöglichst durch dein Entfalten, aus deinem Herzen heraus, aus deinem Sein heraus, aus deiner Wahrheit heraus, aus deiner Erkenntnisbereitschaft heraus. Die Botschaft, die wir hier zu dir heute bringen, ist die Botschaft des selbstverständlichen Erlaubens von dem, was du bereits weißt. Das selbstverständliche Erlauben von dem, was du bereits weißt, dass es deine Realität ist, deine gewünschte Realität, ist das, was du als Manifestation aus dem Einssein heraus bezeichnen kannst, aus der Harmonie heraus bezeichnen kannst. Das Wort Manifestation ist ein inzwischen sehr aufgeladenes Wort, ein Wort, das so vielen von euch ein Begriff ist, inzwischen ein Begriff ist. Es wird viel unter diesem Wort der Manifestation verstanden. Eine Kraft, eine Macht, eine Kontrolle, ein Zwingen. Und hier stellen wir ein Fragezeichen hinter. Ist es ein Zwingen? Möchtest du deine Schöpfung in deine Kontrollierbarkeit zwingen? Ist es dir mehr Freude, die Regeln aufzustellen, nach denen du spielst? Oder bereitet es dir mehr Freude, das Spiel zu spielen, nach dem sich die Regeln richten? Du bist eingeladen, das Spiel zu spielen und die Regeln sich wie maßgeschneidert herumschmiegen zu sehen. Indem du aus deinem Herzen heraus spielst, brauchst du dein Sein nicht mehr zu beschränken, zu begrenzen, brauchst du deinen Ausdruck nicht mehr in eine Form zu gießen, die greifbarer, sichtbarer, erlebbarer ist. Du bist eingeladen, aus deinem Sein heraus Erfüllung zu fühlen, unabhängig, frei von dem, was dein Gegenüber, was die Welt diesem für einen Wert gibt, was die Welt, dein Gegenüber, davon hat. Wir möchten dich daran erinnern und du weißt das. Du kennst diese Wahrheit. Wir möchten dich daran erinnern, dass deine Frequenz, dein Seinszustand, die tatsächliche Bereicherung für den Planeten Erde, für den Kosmos, für das Universum ist. Die Frequenz, in der du schwingst, erlaubt dir dein unsichtbares Zutun. Hörbar für alle, die in dieser Sinfonie, der kosmischen Harmonie-Sinfonie mit dir gemeinsam bewusst spielen. Du musst deinem Klang keine Hörbarkeit verschaffen. Bist du die Frequenz, die du zu sein wünscht, der du zu begegnen wünscht, die du zu fühlen wünscht, brauchst du dich nicht mehr
um deine Hörbarkeit zu bemühen. Denn du erfüllst dich in dir selbst. Alles, was um dich ist, erfährt deine Frequenz, bewusst oder unbewusst. Versuchst du jedoch deine Frequenz in eine Hörbarkeit, in eine Sichtbarkeit, in eine Wahrnehmbarkeit im dreidimensionalen Sinne zu bewegen, verändert sich deine Frequenz augenblicklich. Wir meinen damit nicht, dass dein Sein auf der Erde eines sein soll, in dem du nicht tust. Weit davon entfernt. Was wir hier für dich bewusst machen, ist, dass du keine Handlungsnöte, keinen Handlungszwang zu fühlen brauchst, dass es keine Handlungsvorschrift für dich gibt. Dein Sein genügt. Deine Frequenz macht den Unterschied. Alles das, was sich daraus ergibt, ergibt Sinn, weil es sich daraus ergibt, nicht weil du versuchst, deine Frequenz auf eine bestimmte Art und Weise zu übermitteln, deine Frequenz in eine Form zu gießen, um diese Form als greifbar, sichtbar, für andere wahrnehmbar wirken zu lassen und damit deine Selbstwirksamkeit mehr zu fühlen. Du bist nicht mehr aufgerufen, den Wandel in der Sichtbarkeit zu vollziehen. Die Sichtbarkeit folgt deiner Entscheidung. Die Sichtbarkeit folgt der Wahl deiner Frequenz. Du bist nicht für die Sichtbarkeit verantwortlich. Und hier befindet sich ein so befreiender Schlüssel für viele von euch. Für alle von euch. Wenn es nicht mehr notwendig ist, dass das, was du auf der Welt sehen willst, durch dich gezeigt wird, vorgeführt wird, dann bist du wirklich frei zu leben, was du bist. Dann bist du wirklich frei zu sein, was du fühlst zu sein. Dann brauchst du dich nicht mehr darum zu bemühen, dass du erkannt wirst als das Vorbild. Wie viele von euch wissen, dass sie still und schweigend in ihrem Sein inspirieren, Vorbild sind, Wegbereiter, Pionier. Wie viele von euch fühlen zugleich den Druck, dies zur Schau zu stellen? Und wir möchten jedem von euch versichern, dass keine zur Schaustellung an irgendeiner Stelle vonnöten ist, an irgendeiner Stelle Besseres tut, verhilft, dass alles besser wird. Du brauchst nicht zur Schau zu stellen. Du bist genug in deinem Sein. Dein Sein ist genug für alles, was ist. Dein Sein ist Ausdruck der Harmonie. Diese Harmonie wird wahrgenommen, wenn du dich lösen kannst von deinem Namen, der unter deiner Ausdrucksform steht. Wenn du dich lösen kannst von dem Zurückführen auf den Ursprung, der du bist, für das, was sich ausdrückt, für das, was geschieht. Wenn du dich lösen kannst, für das Gute verantwortlich sein zu wollen, für den Wandel der Welt, verantwortlich, zuständig, mitwirkend sein zu wollen. Wenn du dich lösen kannst davon, genannt zu werden, dann bist du wirklich frei. Dann bist du frei,
dein Leben in Harmonie zu leben, ohne dass es von irgendjemand bemerkt werden muss. An dieser Stelle, an dieser Stelle, an genau dieser Stelle sollst du wissen, dass du nicht unbemerkt auf dieser Erde bist, dass niemand, nicht eine Seele unbemerkt ihren Ausdruck auf der Welt vollzieht. Diese Unbemerktheit vollzieht sich durch jene, die ihren Fokus auf etwas anderes haben. Du brauchst den Fokus keines Menschen zu lenken, zu leiten, zu verändern. Der Mensch, der telefonierend durch den Wald geht, mag keinen Waldspaziergang erleben, sondern ein Gespräch mit einem Menschen. Und doch ist er durch diesen Wald gegangen. Du brauchst als Baum nicht auf dich aufmerksam zu machen, nicht zu sagen, hallo, 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 hier bin ich, siehst du mich? Ich möchte, dass du einen Waldspaziergang erlebst und nicht ein Gespräch. Und so lasse ich einen Ast herabfallen, damit du mich bemerkst, damit du mich siehst, damit du mich fühlst. Dieser Baum, der du bist, genügt sich selbst, weiß um seine nährende Kraft, weiß, dass dieser telefonierende Mensch, der in dem Moment ein Gespräch erlebt, dich nicht wahrnimmt, doch durch dein Sein genährt ist. Du bist nicht für das Bewusstsein eines anderen zuständig. Du bist nicht dafür zuständig, auf dich aufmerksam zu machen, auf die Frequenz, die du in dir trägst. Indem du den Wunsch verspürst, aufmerksam auf dich zu machen, verändert sich deine Frequenz, dein freier Ausdruck deines Seins. Wir ermutigen dich. Wir ermutigen dich, wir ermutigen dich, dich selbst frei auszudrücken in jedem Moment, dem Ausdruck deines Herzens zu folgen, den Impulsen deines Herzens nachzugehen. Du bist der vollkommene Ausdruck des Seins in jedem Moment. Ganz gleich, wie du deine Vollkommenheit in jedem Moment wertest, frei von Wertung, bist du immer und kannst du nicht anders, als stets und ständig vollkommen zu sein. Es gibt nichts, das du auf Erden verpassen könntest, indem du es nicht tust, indem du etwas anderes tust. Dein Sein ist das Einzige, das du verpassen kannst, wenn es etwas zu verpassen gäbe. Dein Sein, dein dir erlauben, das zu sein, was du fühlst zu sein, dir deiner bewusst zu sein, dich zu fühlen als mehr als dieser Körper, diese limitierte Daseinsentscheidung, weit mehr, alles, was ist. Je mehr du das fühlen kannst, desto weniger gibt es für dich zu verpassen. Du fühlst die Fülle deines Seins, indem du sie erlaubst. Du fühlst dich in allem ausgedrückt, indem du es wahrnimmst. Du isst, magst du fühlen, während du jemandem beim Essen zuschaust. Und somit esse ich. Du liest, magst du denken, während jemand lesend dir gegenüber sitzt. Und somit lese ich, wirst du fühlen. Du drückst dich aus in dieser Form, in jener Form. Du bringst deinen Beitrag in dieser Form, in jener Form. Magst du sehen, fühlen, wahrnehmen und damit ist genau das, was bei dir passiert, das,
was durch dich hindurch auch mir widerfährt. Alles, was es auf Erden zu tun gibt, alles, was es auf Erden zu tun gilt, geschieht durch alles und alle hindurch. Und zwar genau diejenigen, die an genau der Stelle genau das erleben und erfahren wollen. Du darfst vertrauen, du darfst wissen, dass alles, was geschehen soll, geschieht und dass es für alles, was seinen Ausdruck sucht, einen Kanal des Ausdrucks gibt. Die vollkommene Position, um dies zum Ausdruck zu bringen, die perfekte Zusammenstellung von Menschen, von Wesen, von Sichtbarem, dass genau das, was du in der Welt sehen willst, in die Welt bringen willst, sichtbar, fühlbar, erlebbar macht. Du wirst wissen, an welcher Stelle deine Inspiration dich genau dorthin bringt, wo du deinen Ausdruck hast. Es gibt nichts zu verpassen als dein Sein. Wenn es etwas zu verpassen gäbe, wäre es nur und einzig und allein dein vollkommenes Sein. Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich. Wir sind, was du bist. Du bist, was wir sind. Alles ist. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.